Heute möchte ich euch mal was ganz Besonderes vorstellen, und zwar den Lumapod. Aber was genau ist denn der Lumapod überhaupt? Nun, der Lumapod ist ein neuartiges, ja fast schon innovatives neues Reisestativ. Die Besonderheit hierbei ist nämlich, dass ihr nicht mehr klassisch diese 3 Beine habt, die bis oben hingehen, sondern dass ihr die nur noch sehr flach habt und dann in der Mitte wie eine Art Mast nach oben geht. Und damit der nicht hin und her wackelt, wird der noch mit Schnüren festgespannt. Ihr könnt euch vorstellen, so ähnlich wie bei einem Segelschiff. Noch gibt's den Lumapod so gar nicht zu kaufen. Ich habe hier auch noch ein Vorabmodell. Final wird er dann vermutlich im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen. Und der Vorteil von dem Ganzen ist, dass das Ganze wirklich super schnell einsatzbereit ist. Also es dauert wirklich nur wenige Sekunden, bis das Stativ vollkommen aufgebaut ist, beziehungsweise aber auch wieder vollkommen abgebaut ist. Und das gleichzeitig bei einem wirklich relativ kompakten Packmaß. Wenn wir uns das mal anschauen und vergleichen mit einem normalen Reisestativ, dann fällt mal als erstes auf, ja, von der Länge her nimmt es sich vielleicht gar nicht so viel, gerade wenn wir uns jetzt vorstellen, dass hier vorne vielleicht noch ein Stativkopf oben drauf kommt. Aber wenn wir uns hier mal den Umfang und die Form anschauen, dann sehen wir schon, dass es so sehr viel einfacher zu verstauen ist. Wir können das problemlos einfach in den Rucksack mit reinstecken, was ja bei normalen Reisestativen nicht so einfach funktioniert. Und so haben wir eben ein sehr kompaktes Packmaß, das sich von der Form her eben auch sehr einfach transportieren lässt. Ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, eignet sich jetzt dieses Stativ hier am besten, um sich selber zu fotografieren oder aufzunehmen und um das auch spontan mal eben einzusetzen, eben weil es so enorm schnell auf- und abgebaut ist. Und auf- und abbauen ist ein gutes Stichwort, das schauen wir uns jetzt mal an, wie genau das funktioniert. Der komplette Aufbau ist wirklich super einfach und ihr benötigt gerade mal 3 Handgriffe, bis das Stativ wirklich komplett aufgebaut ist, sodass ihr es verwenden könnt. Als erstes klappt ihr unten das Dreibein ein bisschen auseinander und spannt dann das komplette Stativ so auf. Dann habt ihr die Möglichkeit, oben mit einem Drehmechanismus das Ganze noch abzuspannen. Dadurch wird das Ganze verriegelt und die Sehnen werden gespannt. Dann ist das Stativ fertig aufgebaut und ihr könnt eure Kamera draufstellen und das Ganze so verwenden. Der Abbau ist sogar noch einfacher. Ihr müsst einfach nur von dem Drehverschluss die untere Hälfte nach unten ziehen und wieder in die Ausgangsposition drehen. Dann schiebt ihr das ganze Stativ zusammen und das Ganze ist auch schon fertig zusammengelegt. Den Lumapod, den wird es dann in insgesamt 2 verschiedenen Versionen geben. Die eine, die habe ich hier die ganze Zeit schon gezeigt. Das ist die, die maximal bis zu einer Höhe von 85 cm ausfahrbar ist. Und dann wird es noch eine größere Variante geben, die kann man bis zu 120 cm ausfahren. Ansonsten sind die beiden Stativversionen relativ gleich, unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten, aber auf die kommen wir später noch. Ihr könnt das Stativ auch in verschiedenen Höhen aufbauen, eben bis zur jeweiligen Maximalhöhe. Ansonsten könnt ihr laut Herstellerangaben das kleinere Stativ mit einem Maximalgewicht von bis zu 1 Kilogramm beladen und das größere schafft bis zu 2 Kilo. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Ganze nicht ausgetestet, ich habe es jetzt nicht ausgereizt. Der Lumapod ist aber auch wirklich nicht dafür entwickelt worden, jetzt mordsmäßig große und schwere Kameras und Objektive tragen zu können. Ich kann nur so viel dazu sagen, meine kleine Lumix G70, das ist eine relativ leichte, spiegellose Systemkamera mit Wechselobjektiven. Die konnten beide Stative problemlos tragen, das hat gut funktioniert. Ich hatte jetzt aber auch nicht das schwerste Objektiv drauf, sondern nur ein 25 mm 1.7 und mein Kit-Objektiv, die sind beide relativ leicht. Natürlich kann ich jetzt noch nicht genau sagen, in welchen verschiedenen Verpackungseinheiten und mit welchem Lieferumfang die Stative ausgeliefert werden. Da müsst ihr beim Kauf eben gucken, was bei euch dabei ist. Insgesamt gibt's aber hier beim Lumapod zum Beispiel einmal den normalen Stativkopf, einen ganz normalen Kugelkopf, wie man kennt, ganz klassisch, ein bisschen kleiner als vielleicht von größeren Stativen gewohnt, aber an sich voll funktionsfähig. Ihr habt da an der Seite eine Schraube, wie man es eben kennt. Ihr dreht die auf, könnt eure Kamera so ausrichten, wie es euch passt und wenn ihr die Schraube wieder zudreht, dann wird die Kamera sozusagen in der Position eingefroren und ihr könnt so problemlos aufnehmen. Das Ganze gibt's auch noch als Äquivalent sozusagen für Smartphones, noch eine ganze Ecke kleiner, schafft natürlich dementsprechend auch nur weniger Gewicht. Das heißt, da würde ich jetzt keine spiegellose Systemkamera mehr draufdrehen, aber eine Actioncam oder ein Smartphone, wie gesagt, schafft der kleine Kugelkopf auch noch problemlos. Actioncam ist auch gleich noch ein ganz gutes Stichwort. Ihr bekommt da nämlich auch noch so einen kleinen, so einen Adapter mit dazu und mit Stativgewinde und oben auch mit Stativgewinde. Aber hier haben wir eben das klassische Gelenk von so einer Actioncam, von Actioncam-Zubehör. Und ich habe es auch ausprobiert. Ihr könnt hier einfach die Schraube rausschrauben und das mit herkömmlichen Actioncam-Halterungen kombinieren. Das funktioniert problemlos. Ich habe da auch schon meine GoPro Hero 4 draufgeschraubt. Das Einzige, was hier dann nicht mehr funktioniert hat, ist, ich konnte die Schraube dann nicht mehr drehen, weil die unten ans Gehäuse von meiner Actioncam angestoßen ist. Lässt sich aber auch ziemlich leicht lösen. Ich habe einfach von GoPro diese verlängerten Stifte, diese verlängerten Schrauben verwendet und mit dem hat das Ganze dann auch wirklich reibungslos funktioniert. Also ist auch genau dasselbe Gewinde auf der anderen Seite. Das funktioniert wunderbar. Ja, um euer Smartphone auf dem Stativ befestigen zu können, bekommt ihr hier auch noch so einen kleinen Adapter mit dazu. Der ist jetzt auch nichts Besonderes wirklich. Ihr könnt hier einfach euer Smartphone reinklemmen und könnt dann über die Gewindeschraube eben das auf einen von den mitgelieferten Halterungen eben draufschrauben und könnt das Ganze so dann auch auf dem Stativ verwenden.
Dadurch, dass ihr bei dem Stativ die Beine unten ja alle gleich weit nur ausfahren könnt und die auch relativ flach stehen, kann man mit dem Stativ natürlich nur relativ schwer oder fast eigentlich gar nicht, Bodenunebenheiten ausgleichen. Und damit man dem doch so ein bisschen entgegenwirken kann, also dem unebenen Boden entgegenwirken kann, hat das Stativ noch eine spezielle Funktion. Und zwar könnt ihr sozusagen die Fußspitzen nochmal ausklappen und könnt so nochmal ein bisschen an Höhe dazu gewinnen und könnt so eben Bodenunebenheiten ausgleichen. Weil wenn es am Boden natürlich schon ein bisschen schief steht und ihr nach oben den Mast dann gerade nach oben verlängert, dann je länger ihr das auszieht, je größer das Stativ nach oben wird, umso schiefer wird das Ganze natürlich. Und da habt ihr eben die Möglichkeit, kleinere Unebenheiten nochmal ein bisschen zu korrigieren. Und wenn wir dann schon mal da unten bei dem Stativbein sind, dann kommen wir jetzt nochmal zu einer Besonderheit, die allerdings nur die große Version des Stativs hat. Und zwar könnt ihr hier die Aufsätze von den Fußspitzen auswechseln. Und da könnt ihr zum einen mal auf solche Spike-Aufsätze zurückgreifen, die ermöglichen es euch eben, dass ihr das Stativ so ein bisschen in den weichen Boden oder in Sand reinstecken könnt und ihr ein bisschen festeren Halt habt. Ich persönlich benutze hierfür Spikes aber eher selten. Ich sehe da nicht so den Sinn, gerade für ein bisschen schwereres Gelände ist das Stativ ohnehin nicht geeignet. Wofür sich diese Spikes aber trotzdem noch ganz gut eignen, ist, dass ihr nochmal mehr Bodenunebenheiten ausgleichen könnt, weil hier die Verlängerung nach unten deutlich länger ist. Das heißt, ihr könnt ja auch ein bisschen gröberen Boden noch ausgleichen, als im Vergleich mit den normalen Standfüßen. Und den anderen Aufsatz, den ihr unten noch anbringen könnt, das sind hier solche Rollen, wodurch ihr das Stativ zu einer Art improvisierten Dolly machen könnt. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. So könnt ihr das Stativ in der Wohnung eben mit Rädern ausrüsten und könnt dann ruhige Kamerafahrten durch mehrere Räume etc. machen und könnt dann so eure Kamera eben auch stabilisiert bewegen, gerade wenn ihr vielleicht keine Stabilisierung in eurer Kamera selber habt. Ist aber wirklich nur was für die Wohnung. Draußen auf dem Feldweg oder so werdet ihr mit den kleinen Rädern kein Glück haben. Da wird das Ganze nicht stabilisiert, sondern eher nur noch ruckeliger werden. Und ich glaube, auch auf der Straße werdet ihr damit nicht sonderlich weit kommen. Also da sehe ich wirklich den Einsatzbereich mehr für die Wohnung, wenn ihr vielleicht eine Roomtour machen wollt oder wenn ihr mal eine kleine Sliderfahrt so in die Richtung machen wollt, an dem Produkt vielleicht vorbei oder irgendwie was in die Richtung. Aber da finde ich schon ziemlich cool, dass es eben die Möglichkeit gibt, eben auch solche Rollen hier anzubringen. Und dann kommen wir mal zur zweiten Hauptfunktion. Der LumaPod ist nämlich nicht nur ein Stativ, sondern ihr könnt das Ganze problemlos auch und blitzschnell zu einem Selfie-Stick umwandeln. Und wenn ihr unten die Beine nicht ausklappt, habt ihr nämlich so in wirklich in einer Sekunde einen Selfie-Stick zur Hand, mit dem ihr richtig bequem euch oben mit dem Kugelkopf dann auch selbst fotografieren könnt. Und weil, wenn ihr jetzt da zum Beispiel euer Smartphone oben drüben habt, ihr da nicht hinkommt, hat sich LumaPod dann nochmal was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar so einen kleinen Fernauslöser, der mit Bluetooth funktioniert. Den könnt ihr problemlos mit eurem Handy koppeln. Da haltet ihr am Anfang den Knopf mal kurz gedrückt. Dann blinkt eine kleine LED und dann koppelt ihr es mit eurem Handy. Und dann könnt ihr auf Knopfdruck eben euer Handy auslösen. Und weil es natürlich blöd ist, wenn ihr den Selfie-Stick in der einen Hand haltet und in der anderen Hand immer den Fernauslöser halten müsst, könnt ihr den ganz einfach an dem Stativ selber auch anbringen. Und zwar sind hier so kleine Kerben und das Gegenstück ist hier an dem Fernauslöser und so lässt sich das mit Hilfe von Magneten problemlos hier einklicken und dann könnt ihr ganz bequem eben mit dem Fernauslöser euch selbst fotografieren und habt sowohl einen Selfie-Stick als auch eben ein Stativ immer zur Hand und könnt blitzschnell dazwischen hin und her wechseln. Und das ist schon ziemlich praktisch. Und außerdem bekommt ihr auch noch zu jedem Stativ eine dazu passende Transporttasche mit dazu. Ja, für wen eignet sich jetzt der LumaPod? In erster Linie würde ich mal sagen, richtet sich das Design vom LumaPod an Touristen und an Smartphone-Fotografen beziehungsweise Leute, die einfach mit einer Kompaktkamera unterwegs sind, auf Reisen, im Urlaub, mit der Familie und sich dabei eben selbst fotografieren wollen. Das ist natürlich immer blöd, wenn man mit der Familie unterwegs ist und immer irgendwer nicht mit auf dem Bild mit droben ist. Weil der das Foto vom Rest der Familie vor einer Sehenswürdigkeit oder so machen muss. Und da ist eben der Vorteil, vielleicht bin ich mit dem Ding schon als Selfie-Stick unterwegs, habe mein Smartphone eben oben und kann aber es auch in einer Sekunde umbauen zum Stativ, stelle es hin, nehme mit dem Magneten eben den Fernauslöser runter, stelle mich vor meinem Stativ hin und kann mit dem Fernauslöser von ein paar Meter Entfernung ganz bequem alles fotografieren und habe dann innerhalb von 2-3 Sekunden eben wieder mein Selfie-Stick beziehungsweise das Ding auch komplett zusammengelegt und kann weiterziehen. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil. Aber auch, wenn man vielleicht ein bisschen ambitionierter unterwegs ist und mit einer ziemlich kleinen, spiegellosen Systemkamera unterwegs ist und vielleicht auch mal ab und zu, wenn es gegen Abend geht, mal 1-2 Sekunden belichten möchte einfach sich die Option offen halten möchte, mit einem Stativ zu fotografieren, auch dafür eignet sich der LumaPod wirklich hervorragend. Also, um das mal zusammenzufassen, würde ich sagen, wenn man sich einfach mal spontan eben auch mal selbst fotografieren und aufnehmen will. Genau dafür ist er.
Und da sind wir auch gleich schon beim Gegenpol, nämlich wofür eignet sich der Lumapod nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, für den professionellen Einsatz ist er wirklich nicht gedacht, dafür ist er nicht entwickelt und dafür will er auch gar nicht herhalten können. Sobald ihr jetzt eine bisschen schwerere Spiegelreflexkamera mit vielleicht auch ein bisschen größeren Optiken, mit einem Tele oder was habt, könnt ihr es eigentlich vergessen auf dem Stativ. Dafür ist es einfach nicht ausgelegt. Auch wenn ihr eine kleinere Kamera droben habt, ist es wirklich nicht wie festgenagelt. Das heißt, da habt ihr immer ein bisschen Spiel. Es ist relativ windanfällig. Das heißt nicht, dass es umfällt, wenn ein bisschen Wind kommt, aber es wackelt eben leicht hin und her. Und ja, mal wenn es dämmerig wird, mal eine halbe Sekunde oder 2 Sekunden mal belichten, das geht. Gerade eben wenn es windstill ist, konnte ich da auch mal 3 Sekunden oder so problemlos belichten. Milchstraßen oder so mit einer 30 Sekunden mit einer Belichtungszeit von 30 Sekunden werde ich mit dem Stativ jetzt aber vermutlich nicht hinbekommen. Und auch wenn man in eher unwegsamen Gelände unterwegs ist, ja, wo man vielleicht mal Unebenheiten hat oder vielleicht auch große Steine oder so rumliegen, da hat das Stativ einfach Probleme, da findet es keinen Halt. Wir haben ja bei dem Stativ auch nur eine sehr geringe Bodenfreiheit von ein paar Zentimetern. Das heißt, es braucht schon wirklich eine relativ ebene Fläche und großartige Neigung darf es auch nicht haben, weil ja, man kann mit den Füßchen unten mit diesen Ausgleichspitzen auch nicht jetzt wahnsinnig viel rausholen. Wenn du allerdings vielleicht mit deiner Familie in Urlaub fährst, dich selbst und deine Familie schön fotografieren willst, vielleicht auch mit Selfie-Stick unterwegs bist und viel mit deinem Smartphone aufnimmst oder mit einer kleinen kompakten Kamera, dann eigentlich ist der Lumapod hierfür wirklich hervorragend. Gerade mit dem Wechsel zwischen Selfie-Stick und Stativ in Kombination mit diesem Fernauslöser ist es für Smartphone wirklich perfekt geeignet und da glaube ich ist vielleicht sogar die kleinere Version ein bisschen besser, weil die doch nochmal ein paar Gramm leichter ist und wenn ihr dann den ganzen Tag mit dem Selfie-Stick unterwegs seid, glaube ich ist es mit der kleineren Version angenehmer. Wenn ihr vielleicht trotzdem aber auch ein bisschen mehr Priorität auf die Stativfunktion legt und ohnehin mit einer Kamera mit Wechselobjektiven unterwegs seid, ist vielleicht trotzdem die größere Version eher was für euch. Da könnt ihr eben nochmal unten die verschiedenen Aufsätze für die Fußspitzen wechseln und insgesamt ist es einfach höher ausfahrbar und ein bisschen robuster und stabiler. So, und ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten Eindruck von dem Lumapod vermitteln. Wenn er mittlerweile schon verfügbar ist, dann findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal vorbei. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns auch wieder zu einem meiner nächsten Videos. Bis dahin macht's gut und Servus.